Vyasa tat savitur varenyam Bhargo devasya dhimai Dio yona prachodayate. Denn die Stimme ist so sehr ein Spiegelbild unserer inneren Welt. Außerdem kann man nicht singen, wenn man wütend ist. Die Stimme verändert sich auch, wenn wir uns innerlich verändern. Wenn wir an uns selbst arbeiten, verändert sich unsere Stimme. Die Stimme spiegelt einfach wider, was in unserem Inneren vor sich geht. Wenn wir an unserer Stimme arbeiten, verändert sich auch unser Inneres. Es ist also ein Kreislauf, ein Zyklus. Ich sage immer, wenn ich Manifestation für mein Leben genutzt hätte, wäre es nicht so schön geworden, weil ich es mir nicht so hätte vorstellen können. Wir haben unsere Liebesbeziehung vor 35 Jahren nicht mit diesem Gedanken begonnen. Es ist nichts, was man leicht in Worte fassen kann, weil wir einfach gesegnet sind und daran gibt es keinen Zweifel. Und ich habe Da gibt es einfach keine Frage. Und wenn ich zurückblicke, ist es eine ganz offensichtliche Schicksalsreise, die ich gemacht habe und die Deva gemacht hat. Und das hat etwas mit dem Gayatri-Mantra zu tun. Viel mehr von Deva, als wir alle merken, liegt in unserem Blut. Es steckt in unseren Knochen. Ihre Eltern haben es während der Schwangerschaft für Deva gesungen. Und du weißt ja, wie heikel das damals war, das Gayatri bewusst zu singen. Als ich Osho, meinen spirituellen Lehrer, gefunden habe, war ich 11. Und es war wirklich einfach mein Gefühl, ich habe mich in dieser Welt zu Hause gefühlt. Ich habe mich mit den Meditationen sehr wohl gefühlt. Damals konnte ich noch nicht Englisch, also ging es nicht darum, seine Bücher zu lesen. Es war eher ein Gefühl aus dem Herzen heraus. Ich meine, wie ich schon sagte, ich bin mit Mantras aufgewachsen. Also war ich schon in diesem Gefühl des östlichen Denkens, der östlichen Praxis, der östlichen Spiritualität. Meine Eltern waren beide Meditierende. Sie sangen jede Woche mit Freunden die Bhagavad Gita. Sie meditierten regelmäßig. I Ching, Kabbalah, Yoga, alles war einfach ganz natürlich zu Hause präsent. Ich bin wirklich mit der Reinkarnation als Tatsache aufgewachsen. Es war also nichts Ungewöhnliches für mich, einen Guru zu haben oder zu meditieren. Aber vorher wollte ich eigentlich Christin werden, weil ich mit etwa 9 Jahren dachte, dass ich einfach nur normal sein wollte. Ich wollte wie alle anderen sein. Und mit Personen wie meinem Vater, der nie das Wort Ich sagte, sondern immer nur in der 3. Person von sich sprach, und aufgewachsen als Vegetarierin, aufgewachsen in einem Haus, in dem nichts glänzte, wo alles von ihm hergestellt oder von ihm bemalt wurde. Also wollte ich einfach einen Fernseher, eine Ledercouch, weiße Bettlaken oder so etwas. All das war sehr begehrenswert, weil es das Normale war. Und Christ zu sein war auch etwas Normales, also begann ich mit 9 oder 10 Jahren nach dem Gayatri-Mantra das Vaterunser zu beten. Ich dachte, ich müsste das heimlich tun, aber eigentlich war das nicht nötig. Sie hatten kein Problem damit. Und dann wollte ich mich taufen lassen, aber dazu kam es nicht. Dann haben mich natürlich meine Eltern mit Osho und den Meditationen bekannt gemacht, aber nur so nebenbei. Wir gehen dahin, wenn du mitkommen willst, komm mit. Und dann hatte ich sofort das Gefühl, oh ja, das ist es. Damals trugen wir auch die roten Kleider und die Mala und ich ging 7 Jahre lang in diesen roten Kleidern zur Schule. Und das war kein Problem. Es war einfach ganz natürlich. Es schien mir nicht lohnenswert, irgendeinem Traum nachzujagen. Ich war jung und ich wollte Musiker werden und ich wollte berühmt sein. All das, wenn man Kind ist, wenn man aufwächst und die Beatles sieht und dann die Rolling Stones und all diese fantastische Musik, die einfach die Psyche Englands durchdrang. Und ich wollte einfach ein bisschen davon. Ich wusste nur nicht, wie ich das erreichen sollte.
Ich hatte eine Gitarre. Mein Vater hatte sie gekauft, weil wir in einem Pub lebten. Und es gab keine richtige Musik im Pub. Es war so, dass jemand auf einer Gitarre klimperte und sang und alle sangen mit. Das erste Lied, das ich so gesungen habe, ich kann mich daran erinnern, war mit meinem Kumpel, der auch 15 war. Und wir liebten beide die Beatles. Wir sangen ein Lied namens Misery. The World is Treating Me Bad, Misery. Und es war ein fantastisches Lied aus einem Beatles-Album. Leicht zu singen. Das brachte mich zum Singen. Und ich habe einfach weitergemacht. Und das wurde zu einer Reise, die ihren Höhepunkt in einem Moment fand, in dem ich zum ersten Mal in meinem Leben erkannte, was ich in diesem Augenblick empfand, für den ich keine Worte hatte. Ich stand im Rampenlicht und das vor etwa 15.000 bis 20.000 Menschen. Und Fleetwood Mac sollten gleich auftreten. Aber bevor sie auf die Bühne kamen, trat ein Typ auf und spielte 30 Minuten lang Musik als eine Art Vorprogramm. Und das war meine Aufgabe. Ich kam auf die Bühne und sang meine Songs vor den Leuten. Und auf diese Weise wurde ich bekannt. Und es gab einen Moment, als ich an diesem Abend in Wembley zum ersten Mal den Klang meiner Gitarre hörte, wie ich ihn noch nie zuvor gehört hatte. Er ging einfach in einen ätherischen Klang über. Es war eine unglaubliche Kraft. Und meine Stimme ging weit hinaus. Es war etwas, das nicht ich war. Und ich konnte nicht entkommen, weil ich unter diesem weißen Scheinwerferlicht stand. Es war ein Moment, in dem ich vollkommen rein im Hier und Jetzt war. Und ich erkannte es. Wenn ich zurückblicke, war das der Moment, der meinen nächsten Schritt in Richtung Meditation bedeutete. Die Beatles hatten damals schon darüber gesprochen. Wir waren in gewisser Weise hip. Und als 20-Jährige, die sich so sehr einen festen Freund wünschte, dachte ich, oh, wenn ich singe, dann kann ich die ganze Zeit mit ihm zusammen sein. Ich wollte wirklich nicht, dass Arbeit, Leben und Partnerschaft getrennte Sachen sind. Ich wollte kein Leben, in dem ich 8 Stunden arbeite und dann nach Hause komme und mein Partner auf mich wartet. Ich wollte alles irgendwie zusammen haben und auch reisen. Ich wollte es einfach so. Also habe ich es ihm eines Tages gesagt. Hör mal kurz, was hältst du von meiner Stimme? Zuerst meinte er, die Melodie ist schön, aber nicht ganz mein Stil. Ein paar Monate später saßen wir einfach so da, er sang und ich fing an, mit ihm im Duett zu singen. Da wurde ihm klar, oh, das passt zusammen, da ist Potenzial, da ist Potenzial. Und im Ashram hatte ich dann meine Ausbildung, wo ich meine Stimme in einer meditativen Umgebung einsetzte. Wir haben uns so kennengelernt. Deva saß ganz unschuldig auf einer Mauer im Ashram und hat ein Buch gelesen. Und dann kam dieser Typ auf Deva zu. Und das war ich. Ich kannte sie nicht, sie kannte mich nicht. Und ich sagte zu ihr, hör mal, wir haben ein Fotoshooting mit unserer Band. Und der Fotograf meinte nur so zum Scherz, ihr braucht eine blonde Frau in dieser Band, denn ihr habt eine Chilenin und eine Japanerin. Wir waren auf Tournee und besuchten alle Meditationszentren auf der ganzen Welt. Sie machten also ein Foto für die Zeitung, die Ashram-Zeitung. Ich sagte nur, okay, wartet mal, und ging zum ersten blonden Mädchen, das ich sah. Es war Deva, die dort saß, und ich fragte sie, hey, möchtest du auf einem Foto sein? Nur so zum Spaß. Wir unterhielten uns darüber und sie sagte, oh ja, klar. Also brachte ich sie zum Fotografen. Wir setzten sie in die Band, machten das Foto und verabschiedeten uns. Und sie steht auf dem Foto direkt neben mir. Wir haben immer noch dieses Foto von Deva als 19-, 20-jähriges Mädchen und mir und der Band. Und wir kannten uns nicht. Es ist wie etwas Kosmisches.
Wir standen einfach so nebeneinander und wussten nicht, was kommen würde. Erinnerst du dich noch, als du deinen Namen bekommen hast, Deva Premal? Ja, ich war 11 Jahre alt und man musste nach Indien schreiben, Eigentlich musste ich meine Eltern fragen. Man brauchte die Unterschrift der Eltern, um fragen zu können. Und natürlich haben sie mich beide unterstützt. Und ich liebe die Bedeutung. Es bedeutet göttliche Liebe. Deva Premal bedeutet göttliche Liebe. Deva steht für göttlich und Premal für Liebe. Ich mochte den Klang von Premal nie, das war ein bisschen schwierig. Ich wusste einfach nie, wie man es ausspricht. Und Osho vergab normalerweise Namen, indem man für sich selbst einen zweiten Namen aussuchte. Und es gibt viele Devas. Deva ist wie ein Präfix, es gibt viele. Ich hatte immer Schwierigkeiten damit, ob man es Premal ausspricht oder Premal nach der deutschen Leseart, weißt du? Nach 10 oder 12 Jahren habe ich ihn geändert und nenne mich jetzt Deva, was sich irgendwie entspannter anfühlt. Aber ich bin einfach ich selbst. Neulich habe ich einen Muskeltest gemacht, bei dem man sich selbst sagen soll, ich bin Deva Premal. Und das Ergebnis war stark. Dann habe ich gesagt, ich bin Jolanta Fries, mein bürgerlicher Name, und das Ergebnis war schwach. Ich weiß es also nicht, ich weiß es nicht. Und in dieser Zeit hat mir jemand ein Buch gegeben. Das passiert immer. Es ist wie in einem Film. Es ist wie eine Pilgerreise. Es ist eines dieser Dinge, die einfach passieren. Und in dem Buch stand, was darin stand, werde ich nicht komplett wiedergeben, aber es gab einen bestimmten Vers, der mich total angesprochen hat. Es war ein Buch mit dem Titel No Water, No Moon und es war ein Buch über Zen. Es enthielt 7 Transkriptionen verschiedener Gleichnisse aus dem Zen. Ich hatte keine Ahnung, was Zen war. Aber ich fing an, dieses Buch zu lesen. Und das war mein nächster Schritt. Ich las es und sagte mir, wenn dieser Typ noch lebt und der Autor des Buches war Osho, dann muss ich ihn finden. Also ließ ich alles hinter mir. Ich verließ die Band, meinen Manager und meine Familie und betrat eine neue Welt. Und Osho gab mir den Namen Prabhu. Prabhu Music jetzt. Prabhu Miten. Und Miten bedeutet Freund. Und Prabhu ist eine schöne Art, um Gott oder das Göttliche anzusprechen. Prabhu, Prabhu. Er sagte, der Name bedeute, ein Freund Gottes zu sein. Ich hatte keine Freunde und niemanden sonst. Es war wie, sei ein Freund deiner selbst. Er wusste das nicht. Sei ein Freund deiner selbst, Prabhu Miten. Und seit diesem Moment lebe ich genau das. Das ist eine sensible Seite des Ganzen, denn ich habe meine Familie verlassen. Das war intensiv. Es ist immer noch intensiv, darüber nachzudenken. Mein Sohn war noch ein kleiner Junge, 3 Jahre alt. Und sein Vater ging weg, ohne ersichtlichen Grund. Aber ich konnte nicht bleiben. Ich hatte das Gefühl, dass ich an einem Punkt angelangt war, an dem ich aus meinem Leben aussteigen musste. Und ich wusste nicht, dass ich das tat. Ich dachte, ich könnte zurückkommen. Aber wenn man einmal ausgestiegen ist, kommt man nur sehr selten zurück. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, zurückzugehen. Natürlich nur wegen meines Sohnes. Aber das hat alles nur noch schlimmer gemacht und durcheinander gebracht. Also habe ich klar festgelegt, dass wir uns jedes 2. Wochenende sehen. Und dann haben wir eine Routine entwickelt. Das war alles sehr schmerzhaft, deshalb konnte ich nicht zurückgehen. Ich musste ein anderer Vater sein. Und das habe ich nie aufgegeben. Ich bin immer noch sein Vater und wir sind beste Freunde. Er ist jetzt 47 oder 48 und wir sind beste Freunde. Er hat einen seiner Söhne nach mir benannt,
Mieten. Und wir sind gute Kumpels. Und auch mit seiner Mutter, Gott sei Dank, ist alles in Ordnung. Wir sind jetzt Freunde und wenn ich nach England fahre, kommen alle mit den Enkelkindern, meine Ex-Frau und ich. Wir sind nun alle Freunde und haben das überwunden. Ich habe mit den Mantras aufgehört, als ich vielleicht 10 war, schätze ich, also 9, 10, 11, so in diesem Alter. Und dann gab es in Oshos Ashram Mantras, aber nicht als Praxis für alle. Es war so, dass die indischen Schüler Kirtan sangen und so war es da, aber es gab keine Mantra-Praxis. Niemand sang das Gayatri-Mantra im Ashram. Also wusste ich immer noch nicht. Vielleicht wusste ich nicht mal, dass es Gayatri-Mantra hieß. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, aber ich wusste definitiv nicht, dass es ein Mantra war, das ich gesungen hatte. Das Mantra, das ich jeden Abend gesungen hatte, das in ganz Indien bekannt war, das wusste ich nicht. Und als ich 26 oder so war, waren wir in England in einem Osho-Zentrum und die Musiker bereiteten sich mit Musik auf die Satsang-Meditation vor und sie sangen dieses Gayatri-Mantra und mir wurde klar, mein Gott, das sind die Worte, mit denen ich aufgewachsen bin und jemand anderes kennt sie auch, weißt du, so in etwa. Und als ich dann wieder selbst zu singen begann, denn was ich nicht gesagt habe, ist, dass ich, als ich mit Miten zusammenkam, super schüchtern beim Singen war. Sodass ich nie alleine sang, sondern ihn bei seinen Liedern als zweite Stimme unterstützte. Selbst beim Soundcheck traute ich mich nicht, meinen Mund wirklich zu öffnen. Ich war super schüchtern. Und als dann das Gayatri zurückkam, war die Schüchternheit sofort weg. Und ich konnte dieses Gayatri-Mantra allein vor Leuten singen. Das war wie eine Heimkehr. Und als sie 28 war, entdeckte sie das Gayatri-Mantra wieder, das sie schon als Kind gesungen hatte. Sie hörte es und wusste nicht einmal, wie es hieß. Sie hatte keinen Namen dafür. Sie hörte einfach nur, wie die Musiker es spielten. Und sie kam zu mir und meinte, Miten, ich habe gerade mein Mantra gehört. Sie sagten mir, es heiße Gayatri-Mantra. Und dann fing sie an, es zu singen. Wir waren alle einfach nur genau so. Sie hatte keine Ahnung, was sie mit uns allen machte. Und sie tat es mit so wenig Ego. Sie fühlte sich in keiner Weise als Sängerin. Sie hatte etwas, was man einfach nicht beschreiben kann. Es war einfach da. Und als Mann, der 35 Jahre lang dieses wunderschöne Wesen beobachtet hat, das jetzt Ende 50, Mitte 50 ist. Das ist unglaublich. Und die ganze Zeit war es Musik. Denn gerade heute Morgen dachte ich, dass es eine so wohltuende Praxis ist, Mantras zu singen. Besonders wenn man sie laut singt, wenn man seine Stimme benutzt. Man lädt seinen Körper, seine Zellen durch das Singen und die Atmung auf und durch das lange Ausatmen, durch das rhythmische Atmen über einen langen Zeitraum. Das Singen an sich ist schon heilsam. Das ist die Reaktion des physischen Körpers. Und dann das Herz, die Seele. Wir werden durch das Gefühl des Gebets genährt. Eines Raumes des Gebets, in dem wir uns mit dem Göttlichen verbinden. Wir können unsere Dankbarkeit und unser Staunen über diese unglaubliche Existenz zeigen und ausdrücken. Und manchmal auch um Hilfe, Führung und Unterstützung bitten. Das ist die Nahrung auf der Ebene der Seele. Und auf der mentalen Ebene ist es eine Art Klärung unserer Gedanken. Es bringt sozusagen Ordnung in unsere Gedanken. Unsere Gedanken sind so schnell und so verstreut und können überall sein. Und sie sind alle geordnet, wenn wir arbeiten und uns konzentrieren müssen. Aber wir nutzen die Kraft unseres Geistes tatsächlich für wohltuende Gedanken, für wohltuende Worte und Frequenzen. Denn wenn wir denken, denken wir in Worten, oder? Ich meine, normalerweise sind es Worte.
Wenn wir also Worte verwenden, die sich seit Tausenden von Jahren bewährt haben, die kraftvoll, medizinal und heilend sind und sie in den Nervenbahnen unseres Gehirns verankern, schaffen wir neue Bahnen. Ich habe sogar von einer Studie gehört, in der über viele Jahre kontinuierlich Gayatri Mantra Japa praktiziert wurde. Es gab eine Studiengruppe und ich glaube, es waren ziemlich junge Teilnehmer. Sie fanden heraus, dass die Gehirnaktivität und die Verbindungen im Gehirn von der Praxis profitierten, von einer konstanten Gayatri Mantra Praxis, wo tatsächlich im Gehirn messbar war, dass sich die Synapsen und Verbindungen durch diese Praxis vervielfachten. Es ist also eine wohltuende Erfahrung und es ist einfach so schön, dass wir das alle selbst machen können. Wir brauchen nichts, wir brauchen niemanden. Wir müssen keine guten Sänger sein, wir brauchen keinen Platz. Wir brauchen nicht einmal einen physischen Raum und wir brauchen nicht mal Zeit, weil man es zu einem Teil seines Lebens machen kann. Natürlich ist es etwas sehr Wertvolles. Und wenn wir uns Zeit dafür nehmen und einfach nur da sitzen und chanten, dann ist das wertvoll und ich denke, wir sollten das alle öfter machen. Aber um jeder Aktivität etwas Heiliges zu verleihen, zum Beispiel indem man sagt, okay, jedes Mal, wenn ich ins Büro gehe, werde ich dieses bestimmte Mantra singen, sodass ich 10 Minuten oder was auch immer dieses Mantra in meinem Leben habe und mich auf etwas Gutes konzentrieren kann. Miten und ich singen vor jeder Mahlzeit Om Shanti Shanti Shanti. Das bedeutet Frieden, sodass es das System sofort zurücksetzt und uns darauf vorbereitet, mit einer Mahlzeit auch Stärkung aufzunehmen. Om können wir zu jeder Zeit benutzen, wenn wir erschöpft oder überfordert sind. Wir atmen 3-mal mit Om aus. Es ist einfach so schön, dass uns dieses Werkzeug jederzeit zur Verfügung steht. Ich sehe die Mantras so, dass sie irgendwie um einen herumschweben und dass sie diese energetischen Dinge sind. Wolken aus Energie und Verfeinerung und Klang und mein jetziges Verständnis ist, dass ich auf das Mantra zugehen muss. Ich bin auf das Gayatri zugegangen und versuche, andere dazu zu ermutigen. Fasse den Entschluss, tu etwas, das sagt, ich verpflichte mich. Nimm dir also ein Mantra vor, eines von denen, die Diva 21 Mal gechantet hat, und singe das Mantra jeden Abend vor dem Schlafengehen einfach mit Diva. Das ist so schön. Warum nicht? Warum solltest du es nicht tun? Und mach das 21 Tage lang. So gehst du eine Verpflichtung ein. Es ist nicht so, heute Abend mache ich es nicht. Es ist eher so, nein, das ist meine Verpflichtung. Ich will es wissen. Und in einem spirituellen Leben gibt es ohne Verpflichtung keine Bewegung. Ich meine, es gibt so viel Stress und Intensität in der Welt. Und eine Technik zu finden, die uns hilft, uns zu entspannen und bewusst wach und präsent zu sein, ohne dass die Gedanken rasen, ist wichtig. Und weißt du, es gibt so viele Techniken, wie ihr in euren Kursen zeigt. Es gibt so viele Techniken und ich finde diese Technik besonders angenehm, denn wer singt denn nicht gern? Und es ist schnell, weißt du? Ich singe 3 Ohms und meine ganze Energie hat sich kalibriert, ausgerichtet, vereinheitlicht und beruhigt. Das ist unglaublich. Das ist so ein kraftvolles Werkzeug. Und dann kann man natürlich tief gehen und es zu einer täglichen Praxis machen oder verschiedene Mantras für verschiedene Dinge verwenden. Aber um das zu erreichen, möchte ich dieses Werkzeug einfach anbieten und sagen, probier es aus, probier es mal aus. Es ist wertvoll, du wirst es brauchen und du kannst es nutzen und hoffentlich wird es dein Leben bereichern, so wie es unseres bereichert hat. Und ich habe das Gefühl, wenn ich in diesem Leben eines erreicht habe, dann ist es, dass ich Menschen zum Singen ermutigt habe. Der Rest ergibt sich von selbst.
Aber wenn du in deinem Zimmer deine Stimme erhebst, jeden Tag, und feststellst, ich kann singen, ich singe gerne, und du findest einen Chor in deiner Stadt oder deinem Dorf und singst christliche Lieder oder was auch immer. Sing einfach. Sing einfach. Das öffnet alles. Das ist so... Dieses Chakra. Welches ist das? Das 5. Chakra. Das ist so empfindlich. Und wie wir schon gesagt haben, wir haben hier so viel Spannung. Hier und hier auch. Wir können einfach nur Om chanten. Und ganz einfache Dinge tun. Aber wir müssen es tun. Oder auch nicht. Wenn nicht, macht es im Großen und Ganzen keinen Unterschied. Wir leben und wir sterben. Und das war's. Weißt du, und wir werden sehen. Wir wissen es nicht. Den Rest wissen wir nicht. Wir lassen unsere Gedanken und unsere Schuhe an der Tür zurück. Und wenn die Nacht in deinen Augen vergeht, sagen sie, gibt es nichts als Liebe in deinen Augen.